östlichen Ägäis, nur wenige Kilometer vor der türkischen Küste, liegt Chios, die 5. größte Insel Griechenlands. Mit einer Fläche von 842 Quadratkilometern ist die Insel sogar kleiner als die Insel Rügen und sollte in wenigen Tagen entdeckt sein. Aber warum bleiben wir dann doch länger hier? Warum sehen die Dörfer aus wie Festungen? Und was sind eigentlich die Tränen von Chios? Unser Weg Richtung Osten führt uns über Chios. Wir kommen mit der Fähre in Chios Stadt an. Mehr als die Hälfte der rund 50.000 Inselbewohner lebt hier in der Hauptstadt, die auf eine mehr als 3000-jährige Geschichte blickt. Jedoch wurde sie in der Vergangenheit durch Erdbeben und Eroberungen zerstört, aber im 19. und 20. Jahrhundert wieder aufgebaut. Heute ist Chios Stadt wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Insel. Gegenden von Südchios wächst der immergrüne Mastixbaum. Chios war über Jahrhunderte der einzige kommerzielle Hersteller von Mastix-Gummi, das aus dem Harz des Baumes durch Einritzen der Rinde gewonnen wird. Traditionell wird das Harz noch immer von den Frauen gereinigt und unter anderem zur Herstellung von Uso, Kaugummi und Süßigkeiten verwendet. Die Bauern tauften die Früchte ihrer Mühen Tränen von Chios. Das Mastix-Museum erzählt die bewegende Geschichte der Mastix-Herstellung. Masti-Chochoria wird die Gemeinschaft der Mastix-Dörfer genannt. Die bemerkenswerten mittelalterlichen Dörfer wurden als Festungen errichtet, die den Bauern Schutz vor Eindringlingen und Piraten bieten sollen. Komplett von Festungsmauern umgeben ist das Mastixdorf Mesta. Ein gut erhaltener Wanderweg verbindet Mesta mit Olympie. Pyrgi ist das größte Dorf der Masti-Chochoria. Fast alle Häuserfassaden zieren schwarz-weiße geometrische Kratzmuster, die auf die einstige genuesische Herrschaft verweisen. Pyrgi zeigt sich noch heute traditionell. In den Gassen trifft man mitunter auf Frauen, die den Mastixharz sortieren und putzen.
Wie es eine Insel so an sich hat, gibt es hier natürlich auch schöne Strände. Du musst auch ein Geräusch machen. Um herauszufinden, was es mit den Geisterdörfern auf sich hat, lassen wir den Süden und die Masti Chochoria hinter uns und fahren Richtung Norden. Auf einem Hügel liegt einsam und verlassen das Dorf Anabatos, das an die grausame Geschichte der Insel erinnert. Während des Unabhängigkeitskrieges 1821 bis 1829 wurden tausende Inselbewohner von osmanischen Truppen getötet. Hier in Anabatos stürzten sich die Dorfbewohner vom Felsen, um während der türkischen Vergeltungsmaßnahmen 1822 nicht gefangen genommen zu werden. Weniger spektakulär ist die Geschichte des Geisterdorfes Palia Potamia. Gebaut inmitten einer sonnenlosen Schlucht, um von den Piraten nicht gesehen zu werden, wurde es in den 1960er und 70er Jahren verlassen. Die Bewohner siedelten aufgrund des ungesunden Klimas und der schlechten Infrastruktur nach dem Bau der neuen Staatsstraße nach Nea Potamia um von der besseren Lage zu profitieren. Westen treffen wir auf viel unberührte Natur, ausgedehnte Waldgebiete und Buschlandschaften. Die Westküste wird von einer kargen und sandigen Hügellandschaft geprägt, die jetzt im Winter schön grünt. Das größte Dorf im Nordwesten ist mit 300 Einwohnern das historische Wolissos. Auf der Spitze des Hügels stehen die Ruinen einer byzantinischen Festungsanlage aus dem 11. Jahrhundert. Entlang der Westküste stoßen wir auf viele traumhafte Strände. Der imposante Inselnorden, eher wild und rau, wird von zwei Bergmassiven dominiert. Hier befinden sich nur noch wenige verschlafene Dörfer. Das wunderschöne und traditionelle Bergdorf Agiogala liegt auf einem großen, flachen Felsen am Rande von steilen Hängen. Laut Archäologen existiert das Dorf seit dem 6. Jahrhundert vor Christus.
Unterhalb des Dorfes liegt eine Höhle, die in prähistorischen Zeiten bewohnt wurde. Am Eingang der Höhle befindet sich eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Agios Mater ist bekannt für sein Thermalbad. In den Sommermonaten soll es viele Heilsuchende anziehen. Wir können uns allerdings nur schwer vorstellen, dass es hier in wenigen Monaten wieder boomt. Auch wenn die Therme geschlossen ist, finden wir eine Quelle mit gut 60 Grad heißem Wasser. Hier wasche ich morgen meine Haare. Wohin des Weges? Duschen. Sehr gut. Ja, was? Am Strand von Melanios erinnert ein Mahnmal an das Chios-Massaker 1822. Auf der Insel gibt es unzählige Kirchen und viele Klöster, von denen wir einige besuchen. Neamoni ist ein byzantinisches Kloster aus dem 11. Jahrhundert, das aufgrund des Sakralbaus und seiner Mosaike berühmt ist. Während des Massakers suchten viele Chioten im Kloster Zuflucht, allerdings wurden die meisten getötet, darunter auch 600 Mönche. Im Kloster Agios Minas wohnt heute nur noch eine einzige Nonne. Auch hier suchten während des Massakers 3000 Chioten Zuflucht, die jedoch von den türkischen Truppen niedergemetzelt und verbrannt wurden. Ein kleines Museum informiert über die Geschichte des Klosters und das Massaker. Was in unserem Bericht über Chios nicht fehlen darf, ist die Tatsache, dass es hier allerhand Wandermöglichkeiten gibt. Nicht alle Wege enden so abrupt wie diese hier.
Höchster Berg der Insel ist der Pilineo mit 1297 Metern. Um ihn zu besteigen, müssen wir fast 1000 Meter Höhe überwinden. Unsere Zeit in Chios geht zu Ende. Wir haben die ganze Insel bereist. Täglich waren wir aufs Neue überwältigt und begeistert. Von der traumhaften Landschaft, den wunderschönen Orten, den spannenden Geschichten, den leeren Stränden und der Herzlichkeit der Einheimischen. Überall machten wir neue Entdeckungen und so wurden aus einigen Tagen fast 3 Wochen hier. Aber bevor sich jetzt alle in ihre Wohnmobile setzen, sei gesagt, dass es hier keine Campingplätze gibt und die Straßen durch die Dörfer mitunter sehr eng sind. Wir sind mit dem kleinen Camper oft an unsere Grenze gekommen. Unsere Reise geht weiter. Von Chios setzen wir mit der Fähre über in die Türkei.